In der Reihe, wie unterschiedlich doch Übernachtungsplätze werden können, wenn man wie ich beim Bikepacken mit einem kleinen Ultraleichtzelt unterwegs ist, was ja nicht wirklich überall aufstellbar ist und teilweise das Wetter oder der Ort dann nicht mitspielt, es irgendwie viel zu kalt wird oder in den Bergen da irgendwie kaum mehr ein Platz selbst für so ein kleines Zelt ist. Hier jetzt mal 2 Folgen, wie es bei mir typischerweise aussieht, wenn ich am Meer lang fahre. Also da versuche ich immer irgendwie einen Strandabschnitt zu finden, der möglichst leer ist und wo Sand ist. Und da stelle ich dann mein Zelt auf und bade dann in der Regel morgens und abends im Meer. Das ist ja da schön warm. In der Regel ist es, wenn ich dann in der Nähe vom Meer bin, in der Nähe von dem Ziel, wo ich dann die Nacht verbringen möchte, dann sehe ich zu, dass ich nah ans Meer rankomme, gucke mir vorher über Google Maps an, wo wirklich Strand ist. Das sieht man ja meistens dann auf den Bildern, dass da irgendwie Liegen sind. Daran leite ich immer ab, dass das dann Strandsand ist, also feiner Sand. Und da versuche ich dann meistens so ja ein bisschen weiter von den Orten, wo die Liegen sind, dann ja einen Schlafplatz für mich zu finden, wo ich möglichst einsam dann am Strand bin. Das ist also so das Ideal. Und hier in diesem ersten Video, da sieht man dann wirklich, wie ich so eine ganz ideale kleine Mini-Bucht finde und wie das wunderschön sein kann, da dann einen Tag zu bleiben. Wie ich dann sogar sage, da bleibe ich einen längeren Tag, also da mache ich dann einen Gammeltag in der Stadt, gucke mir die tagsüber ein bisschen an und gehe dann abends an den gleichen Platz. Das mache ich nur äußerst selten, dass er wirklich traumhaft schön ist, wie jetzt in diesem Beispiel. Also jetzt geht's runter wieder zum Strand. Vor mir direkt das Meer und dann gucke ich runter. Traumhafte Bucht, also sieht man selten. Unten steht dann schon mal das Zelt. Die Bucht mal von oben. So, die Sonne geht da schön unter. Ein schöner dicker roter Feuerball. Und direkt hier vom Sunset Beach, so nennt er sich. Vielmehr ist das so eine kleine Nebenbucht, also eine ganz kleine Bucht hier. Ich stehe hier hinten an den Felsen. Und genau, da sind noch 2, die scheinen auch gleich zu gehen. Und sie ist noch da. Die Sonne ist untergegangen. Das dauert hier keine 2-3 Minuten, ist sie weg. Na Muschelein, bist du heute mein Gast hier? Bewahrst du mich hier in mein Zelt? Ich will das einmal angucken. Ganz vorsichtig. Ja, das muss natürlich beschnuffelt werden. Das neue Zelt, was sie nicht kennt. Und es gibt ja viele Katzen und die steigen gerne nachts aufs Zelt, wenn man innen drin mit einer Taschenlampe leuchtet. Ja, dann wollen die unbedingt den Lichtpunkt auf dem Zelt außen irgendwie erforschen und springen dann einfach aufs Zelt drauf. Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Und nicht die Krallen nutzen. Nee. Nicht darauf gehen. Darunter ja, aber nicht gegenpinkeln, du bitte. Und ich werde mal meine aufgesammelten Früchte probieren. Genau, das dürfte eine Orange sein und das eine Grapefruit. Das liegt hier so rum. Und Muschelein da. Ja, das ist hochinteressant hier, ne? So, jetzt gehen jetzt die Lichter an. Oben wird noch ordentlich flaniert. Also wirklich traumhafter Abschnitt. Oben teure Ressorts. Gab sogar oben Rasen. Und ich bin dann aber runtergegangen an den Strand. Und ganz nah ans Wasser ran. Und da oben wird auch flaniert über meinem Zeltchen. Und weiter da hinten ist dann wieder das nächste Ressort. So, wir haben 4 Uhr. Ja, ich gucke mir mal meine kleine Bucht hier an. Und wo die kleine Katze ist, also hier ist ja eine Buchtkatze. Einmal schleicht die so ein bisschen ins Zelt und hat sich das neugierig angeguckt. Die wird sicherlich irgendwo hier ein kleines Versteck haben. Ja, Ressortlicht ist aus. Ja, aber wir haben keinen Wind. Zumindest nicht hier unten. Also ich denke mal, ich bleibe noch eine Nacht. Aber das Wasser, das ist echt bis hier hochgekommen. Also das ist nicht weit weg, so 4 Meter bis zum Zelt.
denn das Ding ist weg. Das war ja diese Figur, die aufgebaut war. Also da habe ich echt Glück gehabt. Hätte nicht gedacht, dass das so weit rankommt. Also in Zukunft immer genug Abstand. So, immer die kleine Decke. Ich decke mich immer nur halb zu. Also, am besten nicht so viel reinstellen, sonst kommt dann noch kleines Viehzeug rein. Ja, da bin ich echt überrascht, dass das Wasser so steigen kann. Einen schönen guten Morgen. Da wo der Sand schön glatt ist, da ist das Wasser hingelaufen. Und also so viel Platz ist da nicht über. Und das wäre mir ins Zelt gekrochen. Also nochmal mit anderer Perspektive. Da hat nicht so viel gefehlt. Und das Wasser wäre höher gekommen. Und hier war ja gestern dieser Hund oder was das war. Der ist heute Nacht komplett verschwunden. Und die Katzenspuren. Die Katze hat mich ja ein paar Mal besucht heute Nacht. Und hat dann geguckt, das ist ja hier ihr Revier, nehme ich an. Ich hoffe, sie markiert nicht. Und das hat mich wirklich überrascht. Das hatte ich nicht mitbekommen in der Nacht, Ja, bis dass hierhin sind damals Wellen zumindest gekommen. eine Welle oder ein paar mehr da so weit hochgelaufen Also in sind. Zukunft immer schön hoch, aber ich bin eigentlich auf der, ja, ist so ein bisschen der höchste Punkt hier. Könnte vielleicht einen kleinen Tick noch weiter nach hinten gehen. Also ich werde auch noch eine Nacht hier bleiben, das war so schön hier. Die Sonne ist da hinten zu erahnen. Also sie kommt so langsam hoch. Ansonsten ein paar wenige Spaziergänger. Aber 4 Leute oder 5 sind schon am Baden. Also ein wirklich traumhafter Platz. Also besser kann es für mich kaum klappen. So nah am Wasser, denn kaum Wind, kaum Wellen. Also ich habe da mehrfach am Tag gebadet, dann abends. Ich hatte sogar überlegt, ob ich nicht nachts reingehe. Aber das Blöde ist immer, den Sand von den Füßen abzubekommen, bevor man dann wieder in das Zelt geht. Deswegen hatte ich es dann diese Nacht gelassen. Aber ja, also für mich ein einfacher Traum, Sonneplätze zu finden. Klappt leider nicht immer. Wollte ja nur eine weitere Nacht bleiben und werde es aber nicht tun. Und zum Glück werde ich es nicht tun. Ich werde mich umentscheiden, umziehen, obwohl das Ding schon aufgebaut ist. Und ich werde dankbar über mein Bauchgefühl sein, dass ich hier umgezogen bin. Genau, so sieht es meistens aus, denn sitze ich so halb im Zelt und genieße einfach die Zeit und träume da vor mich hin. Und dann gibt es ein bisschen Frühstück, meistens 1 oder 2, zwischendurch baden. Dann geht's raus aus dem Zelt und rein ins Vergnügen. Also mal wieder ins Wasser. Und man muss sagen, wir haben jetzt Ende November, sind am Mittelmeer. Ich bin ja gerade auf Zypern. Und zu Hause, die Familie schickt Schneefotos und man kann dort ins warme Mittelmeer springen. Also ich finde das so fantastisch. Und so kann Bikepacking für mich auch aussehen. Kurze Strecken am Tag fahren und viel Zeit vergammeln an schönen Plätzen. Man steht morgens auf, dann geht man 5 Schritte und badet in einem warmen Mittelmeer. Und das während zu Hause der Schnee fällt. Ja. Dann kommt die Sonne jetzt hoch. Dann hat man echt so seine kleine eigene Bucht. Jo, nun bin ich doch nochmal hier zum Sunset Beach hergeschwommen. Ein Schwimmer, ne, sind noch 2 Schwimmer drin. Und jetzt sieht man auch die Sonne voll. Und da sieht man die ganzen Spuren, wo ich heute schon überall rumgetapselt bin oder heute Nacht. Aber es wird noch kommen. Wir haben am Montag jetzt. Gestern war bestimmt ein bisschen voller der Strand, weil Sonntag war. Oh, da gibt es Yoga-Übungen. Sieht man hier auch oft, dass die Leute irgendwie
irgendwie an den Strand sitzen oder wie hier auf der Wiese ist. Wiese ist ja selten hier. Und dann Yoga praktizieren. Mal gucken, vielleicht frage ich mal im Hotel, ob ich eine Steckdose darf. Ansonsten geht es nachher zum McDonald's oder irgendeiner Kette, wo es keinen interessiert, wenn man dann eine Stunde oder zwei irgendwie am Tisch sitzt und neben einem die Batterien laden. Eine große Fähre da draußen. Und was ich beobachtet hatte, waren silberne kleine Fische, die in Schwärmen aus dem Wasser springen. So wie fliegende Fische. Das sind halt viele ganz kleine. Aber das ist ja nur ein Augenblick. Habe ich wiederholt gesehen heute. Also, nächster Gammeltag. Einfach nur die Zeit verplempern hier. Nachher mal zum Lidl fahren. Vielleicht fahre ich doch. Ich wollte ja Gyros essen irgendwann mal hier. Muss ich noch tun. Solange ich hier auf der griechischen Seite bin, einmal Gyros futtern. Habe ich ja heute und morgen, übermorgen noch genug Zeit zu. Also mir mangelt es ja hier an gar nichts. Es ist 8 Uhr. Zeit für Frühstück. Mit der Aussicht natürlich. Und genau, was gibt es? Es gibt noch von dem Brot hatte ich ja. Da ist auch noch was über hier von dem Mango gezuckert und getrocknet. Und dann gibt es, ich habe mir noch ein bisschen Salami gekauft. Gestern die gesammelten Orangen hatte ich immer noch nicht auf. Orangensaft. Ja, das ist nachher diese schottischen Kekse. Die gibt es nachher zur Kaffeezeit. Während zu Hause Adventsstimmung ist. Ja. Und dann Wasser habe ich ja auch noch. 2 Buddels voll. Ja, jo. Guten Hunger. Ein minimalistisches Leben auf dem Rad. In traumhafter Kulisse. Im Moment springen keine Fische. Und vorhin kamen mir große Schwärme durch. Von großen, als wenn das so Albatrosse wären, so ganz lange Spannweite. Aber die sind leider nicht lang geblieben. Hätte ich ja gern ein bisschen geguckt. Da hinten sind wieder ein paar Badende, aber hier die kleine Bucht ist immer noch keiner hier. Außer mir. Ist keiner da. Da trocknet mein Zeug. Und im Sommer wird das sicherlich nicht gehen. Also Nebensaison ist dann schon wichtig, dann dort zu sein, um dann so ein bisschen Einsamkeit genießen zu können. Und wahrscheinlich auch die Duldung durch Behörden, weil in der Hochsaison könnte ich mir vorstellen, wird das in dem Umfang, wie ich das da betreibe, nicht geduldet. Und dann lümmel ich mich hier dabei auch noch so schön hin. Und dann, die sind zwar ein bisschen sandig, die Schuhe. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Dann packe ich sie meist hier hin. Und dann gaffe ich hier raus. Futter nebenbei mein Frühstück. Und dann, genau, lasse ich die Zeit vergehen. Höre gleich noch ein bisschen Chillmusik. Heute haben wir wohl ein bisschen kühler, das wird nicht ganz so heiß, wir haben ein paar Wolken. Und heute Abend kommt vielleicht noch ein bisschen Regen dazu. Aber nur kurz, das stört mich nicht. Also wir reden von 28 Grad haben wir da zur Zeit. Ja. Und den nächsten Morgen, also war gestern zumindest, und der nächste Morgen war dann irgendwie, ja, nur 26. Und ein paar Wolken, also keine direkte Sonne. Ja, so fühlt sich Urlaub bei mir an. Barfuß mit sandigen Schuhen, mit Kleidung, wo überall Salzränder drauf sind. Oder total zerlöcherter Kleidung. Dass einen die Leute fragen, Mensch, du bist aber schon lange unterwegs. Ja, und die Hotelgäste sind bestimmt noch am Frühstücken oder am Schlafen. Und dann ja, die Katze war auch wieder da. Hat mich da besucht da unten. Mal gucken, also gehalten hat das ja hier durch einen dicken Stein. Also die muss am meisten halten, die Schnur hier. Und da habe ich einen Stein angebuddelt.
Und der hat wunderbar gehalten. Hier so eine Schlaufe um Stein rum. Hält super. Und hier nur die Tüten wieder. Mit einer Schlinge. Genauso. Nee, das war nur ein Stein. Auch ein Stein rumgemacht, ja. Und manchmal probiere ich ja auch wirklich, wie viel Gewicht oder mit wie viel Zug muss man da dran rumziehen, so schräg. Das ist wirklich wie ein Anker, wenn man irgendwie Tüte oder Stein ein bisschen einbuddelt und dann noch einen kleinen Berg raufhäufelt. Und wie hier habe ich den dann noch Steine raufgelegt, eher aber das zu markieren, weil teilweise rennen dann ja Kinder da rum und dass sie wieder nicht in die Abspannung reinlaufen. Und man also gut sieht, wo ich da meine Säcke oder Steine oder Stöcke, was ich immer einbuddel, da dann habe. Also funktioniert also ganz wunderbar. Man hat kaum Gewicht und das wird auch ein Sturm oder also es wird viel Wind gut aushalten. Bislang ist mir da noch nie einer rausgekommen. Aber war ja auch kein Fatzwind heute Nacht. Von daher hätte das vielleicht auch mit, wer weiß was, ein kleines Stöckchen gehalten. So, die kleine Ministange, da muss ich mal schön aufpassen. Dann kommen die beiden Gummiringe da rum. Ja, die ist sehr empfindlich, ne? Wiegt nur 40 Gramm. Die bringe ich immer gleich zum Rad, dass sie dann in Sicherheit ist und dass ich da nicht aus Versehen irgendwie rauftrampel. Dann das wäre übel, mit dem Stock nachher fahren zu müssen, den man sich irgendwo besorgt, der dann entsprechend lang sein muss. Ja. Also eine topmoderne Rennmaschine. Ich weiß nicht, da wird glaube ich jedem Rennradfahrer das Herzblut, wenn man eine neue hätte. Da leidet Rad und Technik doch ganz schön. Vor allen Dingen hier immer so Sand, also ich krieg's da ja auch kaum weg. Einmal umgefallenen Sand, zack, hast du da zum Glück nicht auf dem Ritzelpaket. Dann überall schnell Sand drauf. Ja. So, Zelt zusammenpacken. Und nochmal Hausputz machen hier erstmal. Den ganzen Sand rauslassen. So schnell geht Hausputz. Einmal komplett umdrehen, das Ding ist sauber. Dann kann er wieder eingepackt werden. Und dann hat man ruckzuck alles abgebaut, aufs Rad gebracht. Das schaffe ich so in 20 Minuten. Ja. So ist das wieder alles gepackt. So. Das heißt, einmal Strom suchen, ein bisschen rumgammeln und lungern in der Stadt. Und vielleicht ein Gyros. Und dann wieder hierher. Und dann wieder baden und den nächsten Sonnenuntergang genießen. Ja. Die Steckdose war schnell gefunden. Hier in so einer Bushaltestelle. Da war noch einer frei. Also das ist alles schön am Laden jetzt. Ja, da bin ich dann also nach dem Tag in der Stadt abends wieder zurück. Man sieht schon so ein bisschen, Welle ist da und das Zelt ist so ein bisschen am Wackeln. Das heißt, in der nächsten Folge zeige ich dann, wie das hier geworden ist in der Nacht. Und ich werde mich jetzt gleich entscheiden, das alles abzubauen und werde es zum Glück auch machen. Und mein Bauchgefühl hat sich richtig erwiesen, das hier abzubrechen. Ich baue das hier alles schnell ab und ziehe nach drüben. Und das seht ihr in der nächsten Folge.